Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Reaktionszentren nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und von Schmolke zusammenfassen. Dein seelisches Reaktionszentrum entspricht der Anbindung deiner Seele an die körperlichen Kräfte. Es zeigt sich in der Art und Weise, wie du auf ungewohnte Ereignisse reagierst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir, mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Da habe ich ja auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erklärt und die Reaktionszentren befinden sich auf der 7. Zeile dieser Tabelle. Die 7 Reaktionszentren lauten emotional, intellektuell, sexuell, instinktiv, spirituell, ekstatisch und motorisch. Auf dieser Folie siehst du die Gliederung des Videos. Zuerst zähle ich allgemeine Fakten zu den Reaktionszentren auf. Dann führe ich aus, inwiefern die Reaktionszentren, Chakren und Drüsen einander entsprechen. Im Anschluss erläutere ich die Grundenergien, Ebenen, Dualität und Pole der Reaktionszentren. Darauf aufbauend fasse ich die einzelnen Reaktionszentren zusammen. Zum Schluss gebe ich dir Tipps zum Finden deiner Reaktionszentren und gehe auf den Nutzen des Wissens darüber ein. Ich starte gleich mit den allgemeinen Fakten zu den Reaktionszentren. Dein Reaktionszentrum ist der körperliche Ort, der deine Seele an deinen Körper anbindet. In Reaktionszentren treffen sich zwei Ebenen. Auf der einen Seite steht die seelische, körperlose, energetische und göttliche Ebene und auf der anderen Seite die materielle, körperliche und physische Ebene. Jeder Mensch besitzt zwei Reaktionszentren. Deine beiden Reaktionszentren sind die körperlichen Orte, aus denen du auf ungewohnte Ereignisse reagierst. Deswegen bezeichnet man beide Reaktionszentren zusammen als Reaktionsmuster. Wirst du durch neuartige Ereignisse konfrontiert, egal ob angenehm oder unangenehm, werden beide Reaktionszentren aktiviert. Deine Reaktion ergibt sich dann normalerweise aus dem Zusammenspiel der Reaktionszentren. Die beiden Reaktionszentren erhalten unterschiedliche Namen. Das erste Reaktionszentrum heißt Zentrierung und das zweite Reaktionszentrum heißt Orientierung. Sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt, und zwar in einem Verhältnis von ca. 70:30%. Deine Zentrierung beschreibt, mit welcher Energie du unmittelbar auf deine Umwelt reagierst. Der emotional Zentrierte reagiert gefühlvoll und stumm, der intellektuell Zentrierte redet und analysiert und der motorisch Zentrierte bewegt sich. Ein Beispiel: Angenommen, du siehst einen Verkehrsunfall. Analysierst du zuerst, was genau passiert ist, bist du wahrscheinlich intellektuell zentriert. Fühlst du gleich in dich hinein und empfindest zum Beispiel großes Bedauern, bist du vermutlich emotional zentriert. Springst du sofort auf, um den Verkehrsunfall näher anzuschauen, bist du eher motorisch zentriert. Diese Energie wird dann vom ersten Reaktionszentrum Zentrierung auf das zweite Reaktionszentrum Orientierung gerichtet. Die Orientierung gibt an, wie sich die Reaktion dann ausdrückt. In dieser Tabelle habe ich alle Zentrierungen mit ihren möglichen Orientierungen abgebildet. Zusammen ergeben sie die einzelnen Reaktionsmuster. Es gibt insgesamt 16 verschiedene Kombinationen für Reaktionsmuster. Das kommt dadurch zustande, dass zum einen ein Reaktionszentrum nicht doppelt vorkommen kann. Zum anderen können das spirituelle und das ekstatische Reaktionszentrum nicht im Reaktionsmuster gewählt werden. Darauf gehe ich später noch ein. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Die intellektuelle Zentrierung ergibt zusammen mit der emotionalen Orientierung das intellektuell-emotionale Reaktionsmuster. Menschen mit intellektuell-emotionalem Reaktionsmuster denken zuerst und betrachten ihre Gefühle meist im Anschluss. Die motorische Zentrierung ergibt zusammen mit der intellektuellen Orientierung das motorisch-intellektuelle Reaktionsmuster. Menschen mit motorisch-intellektuellem Reaktionsmuster richten ihren Bewegungsdrang auf das Denken. Dagegen richten Menschen mit motorisch-emotionalem Reaktionsmuster ihren Bewegungsdrang auf das Fühlen. Ich werde die 16 Reaktionsmuster noch einmal genauer in meinen Videos zu den einzelnen Reaktionszentren erläutern. Und jetzt wieder zu den Fakten. Deine Reaktionszentren beeinflussen die Art und Weise, wie du mit deinem Lebensalltag umgehst. Sie wirken sich darauf aus, was du in deinem Leben erlebst.
Deine Seele hat sich deine Reaktionszentren gewählt, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Dein Reaktionsmuster gibt dir in neuen und ungewohnten Situationen Sicherheit. Schließlich entspricht es deinen Stärken, auf die du bei jeder Reaktion zurückgreifen kannst. Die Reaktionszentren können vielfältige Impulse entstehen lassen, die uns auf ihre Weise weiterbringen. Beispielsweise intellektuelle, philosophische, schöpferische, kreative, künstlerische und heilende Impulse. Die Vielfalt der kulturellen Leistungen unserer Gesellschaft basiert auf den unterschiedlichen Reaktionsmustern. Alle Reaktionsmuster und Reaktionszentren sind gleichwertig. Die Emotionalität der Emotionalzentrierten macht sie nicht besser oder schlechter. Die schnellen mentalen und kommunikativen Reaktionen der intellektuell Zentrierten genauso wenig. Die Reaktionszentren, die in der Menschheit am häufigsten vorkommen, sind das emotionale, das intellektuelle und das motorische Reaktionszentrum. Die Reaktionszentren 5, 6 und 7 weisen Besonderheiten auf. Ich spreche also über das spirituelle, das ekstatische und das motorische Zentrum. Sie werden auch manchmal die höheren Reaktionszentren genannt. Die Zentren 1 bis 4 vermitteln die Menschen an die Erde und ihre Bedingungen. Die Zentren 5 bis 7 lassen die Grenzen des Menschseins nicht zu Mauern werden. Sie bewirken Durchlässigkeit und Entgrenzung. Beispielsweise kann das motorische Reaktionszentrum durch ausdauernde Bewegungen Bewusstseinsveränderungen und Erweiterungen herbeiführen, zum Beispiel bei langen Wanderungen, Marathonläufen und Tanzen. Die Zentren 5 und 6 gibt es nicht als Reaktionsmuster. Sie werden lediglich bei stark intensiven Situationen aktiv, wie bei Tiefenentspannung, großer Freude, starker Angst oder unangenehmem Stress. Alle Menschen können das spirituelle und das ekstatische Reaktionszentrum erfahren. Sie können jederzeit geöffnet werden. Du kannst sie aber nicht aktiv öffnen oder benutzen. Du kannst sie nur geschehen lassen. Genauso wie meditative Zustände nicht aktiv herbeigeführt, sondern lediglich vorbereitet werden können. Eine Öffnung kann beispielsweise während Entspannung, Meditation und Beten entstehen. Die Reaktionszentren 5 und 6 können dich über deine eigenen Begrenzungen hinausführen, dir zu außerirdischen Dimensionen Zugang verschaffen und dich mit deinen Seelengeschwistern und Weggefährten vergangener Inkarnationen verbinden. Sie lassen dich über deinen Lebensalltag hinausfühlen. Die Reaktionszentren 5 und 6 sind häufig gleichzeitig aktiv und können sich dann auch mit anderen Reaktionszentren vermischen. Ein längerer Aufenthalt in den Pluspolen der Reaktionszentren 5 und 6 kann zu Erschöpfungszuständen und Schwäche führen. Jetzt möchte ich auf die Zusammenhänge zwischen den Reaktionszentren und Chakren eingehen. Du kennst vermutlich bereits die Energiewirbel im Körper, die sogenannten Chakren. Die Chakren sind bei jedem Menschen auf eine andere Weise aktiv und betont. Die Reaktionszentren sind mit den Chakren vergleichbar. Jedes Reaktionszentrum ist einem Chakra zugeordnet, und jedes Reaktionszentrum und sein zugehöriges Chakra können mit einer körperlichen Drüse in Beziehung gesetzt werden. In dieser Tabelle kannst du die Zuordnung zwischen Reaktionszentren, Chakren und Drüsen sehen. Die Reaktionszentren sind auch zusätzlich noch mit den Überlebensmechanismen verbunden, die vom Stammhirn ausgehen. Ursprünglich dienten die Reaktionsmuster dem Überleben. Als nächstes beschäftige ich mich mit den Grundenergien der Reaktionszentren. Die Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoyke basiert auf der Vorstellung, dass alle Dimensionen der nicht-materiellen und materiellen Welt von 7 universellen Grundenergien durchdrungen werden. Die Grundenergien sind auf den Spalten der großen Tabelle zu den 49 Archetypen der Seele abgebildet. Jedem Reaktionszentrum ist der Reihenfolge nach eine dieser 7 Grundenergien zugeordnet. Das emotionale Reaktionszentrum entspricht der unterstützenden und zärtlichen Grundenergie 1, weil es sich in der Spalte mit der Energiezahl 1 befindet. Das intellektuelle Reaktionszentrum ist von der gestaltenden und neugierigen Grundenergie 2 geprägt, und das Ganze geht so weiter. Das sexuelle Reaktionszentrum ist der kämpferischen und kraftvollen Grundenergie 3 zugeordnet.
das instinktive Reaktionszentrum der lehrenden und lernenden Grundenergie 4, das spirituelle Reaktionszentrum der kommunikativen und verbindenden Grundenergie 5, das ekstatische Reaktionszentrum der tröstenden und inspirierenden Grundenergie 6 und schlussendlich das motorische Reaktionszentrum der dynamischen und anleitenden Grundenergie 7. Diese Folie enthält eine Tabelle, in der die 7 Reaktionszentren in einer speziellen Ordnung aufgeführt werden. Diese Ordnung richtet sich nach ihrer Dualität, weiblich und männlich, und den Ebenen, auf denen sie sich befinden. Jedes Reaktionszentrum gehört zu einer der folgenden Ebenen: Expressionsebene, Inspirationsebene, Aktionsebene und Assimilationsebene. Auf der Expressionsebene geht es darum, sich auszudrücken. Hier trägt man das nach außen, was sich im Inneren befindet. Auf der Inspirationsebene geht es um Erspüren und Intuition, auf der Aktionsebene um Handlungen und Aktivismus und auf der Assimilationsebene um Anpassung, Umwandlung und Verarbeitung. Innerhalb der Ebenen besteht die Dualität männlich und weiblich, die die 7 Reaktionszentren in verschiedene Kategorien unterteilt. Weibliche Reaktionszentren erscheinen eher introvertierter und nach innen gewandter, männliche Reaktionszentren etwas nach außen gewandter und extrovertierter. Das muss aber nicht unbedingt so sein und hängt von vielen Faktoren ab. Die Reaktionszentren mit den Energien 1, 2 und 3, emotional, intellektuell und sexuell, gelten als weiblich und die Reaktionszentren mit den Energien 5, 6 und 7, spirituell, ekstatisch und motorisch, als männlich. Das Reaktionszentrum mit der Energie 4, instinktiv, wird als neutral bezeichnet. Es werden also 2 Reaktionszentren miteinander verbunden, sodass 3 Paare entstehen. Das Gegenstück des intellektuellen Reaktionszentrums, Energie 2, ist das spirituelle Reaktionszentrum, Energie 5. Sie vertreten das Prinzip der Expression. Das emotionale Reaktionszentrum, Energie 1, ist das Dual des ekstatischen Reaktionszentrums, Energie 6. Bei beiden geht es um das Prinzip der Inspiration. Das gegensätzliche Reaktionszentrum zu sexuell, Energie 3, ist motorisch, Energie 7. Sie sind dem Prinzip der Aktion zugeordnet. Das instinktive Reaktionszentrum, Energie 4, vereint die Dualität in sich selbst und vertritt das Prinzip der Assimilation. Jetzt möchte ich noch die Frage klären, was es mit dem Minus und dem Plus unter den einzelnen Reaktionszentren auf sich hat. Jedes Reaktionszentrum hat einen Pluspol und einen Minuspol, die jeweils mit Plus und Minus gekennzeichnet sind. Plus- und Minuspol repräsentieren die Extreme von Liebe und Angst. Befindest du dich im Pluspol deines Reaktionszentrums, bist du mehr in deiner Liebe als in deiner Angst. Regiert dahingegen der Minuspol, ist die Angst stärker als die Liebe. Du wirst in der Regel nur sehr selten stark lieblos oder überaus liebevoll sein. Meistens wirst du dich eher im Mittelfeld zwischen Plus- und Minuspol aufhalten. Weder der Plus- noch der Minuspol deines Reaktionszentrums sind per se schlecht, da du sowohl mit dem Plus- als auch mit dem Minuspol notwendige Erfahrungen machen kannst. Lernen ist lediglich möglich, wenn Spannung zwischen dem Plus- und dem Minuspol besteht. Als nächstes möchte ich die einzelnen Reaktionszentren kurz zusammenfassen. Das Reaktionszentrum mit der Energiezahl 1 ist das emotionale Reaktionszentrum. Es ist dem Herzchakra und der Thymusdrüse zugeordnet. Menschen mit dem emotionalen Reaktionszentrum reagieren gefühlsmäßig auf plötzliche Geschehnisse. Sie ordnen die Situationen durch ihre Emotionen ein. Je stärker die Gefühle bei ihnen wirken, desto erfrorener, festgenagelter und wortloser erscheinen sie. Im Minuspol sentimental überdecken sie Emotionen mit schützenden Hüllen und verfälschen sie damit. Dadurch können sie ablehnend, voller Vorurteil und Widerwillen reagieren. Im Pluspol sensibel sind sie warmherzig und verzeihend. Sie haben die Fähigkeit, große Nähe herzustellen und aufrechtzuerhalten. Außerdem können sie andere schnell erfassen und begreifen. Das zweite Reaktionszentrum ist das intellektuelle Reaktionszentrum. Es ist der Energiezahl 2, dem Kehlchakra und der Schilddrüse zugeordnet. Menschen mit dem intellektuellen Reaktionszentrum reagieren mit ihrem Verstand auf plötzliche Geschehnisse.
Sie erfreuen sich am Denken, Argumentieren, Diskutieren und Errichten und Einreißen von Gedankengebäuden. Außerdem fasziniert sie das Herstellen und Analysieren von Zusammenhängen und das Aufgreifen und Sezieren von Ideen. Im Minuspol vernünftelnd haben sie Angst, nicht alles verstehen und verständlich machen zu können. Deswegen suchen sie zu ihrer eigenen Beruhigung vermeintlich logische Begründungen. Im Pluspol nachdenklich erlangen sie die Fähigkeit, äußerst reflektiert sich selbst und die Welt zu betrachten. Sie können auf herausragende Weise erläutern, analysieren und kritisch prüfen. Sexuell ist das dritte Reaktionszentrum. Es ist dem Sakralchakra und den Keimdrüsen zugeordnet. Menschen mit sexuellem Reaktionszentrum reagieren aus dem Bauch heraus und unmittelbar auf plötzliche Geschehnisse. Sie können in ihrer Umgebung viel in Bewegung setzen, andere Menschen mit Energien und Vitalkräften aufladen und eine schöpferische Wirkung entfalten. Das sexuelle Reaktionszentrum wirkt nicht nur in der Erotik, sondern in allen Lebensbereichen. Im Minuspol verführerisch entfalten sie aufgrund ihrer Ängste eine kaum kontrollierbare Triebhaftigkeit. Im Pluspol schöpferisch besitzen sie eine kreative Wirkung. Sie sind fähig, Neues hervorzubringen. Das instinktive Reaktionszentrum entspricht der Energiezahl 4 und dem Wurzelchakra. Die zugehörigen Drüsen sind die Nebennieren. Menschen mit instinktivem Reaktionsmuster reagieren instinktiv und spontan auf plötzliche Ereignisse. Sie leben stärker als andere Menschen aus unreflektierten Reaktionen heraus. Deswegen müssen sie sich nicht mit lästigen Entscheidungsschwierigkeiten herumplagen. Im Minuspol unbedacht könnten sie schnell zu unbesonnenem und leichtsinnigem Verhalten neigen. Ihre Instinkte streben nach Befriedigung der Triebe. Im Pluspol spontan handeln sie häufig instinktiv richtig, und das ohne nachzudenken. Das fünfte Reaktionszentrum heißt spirituelles Zentrum. Es kann genauso wie das Reaktionszentrum 6 nicht als Reaktionsmuster gewählt werden. Das spirituelle Reaktionszentrum ist der Energiezahl 5, dem Stirnchakra, also dem dritten Auge, und der Hypophyse zugeordnet. Es beinhaltet die entgrenzte Qualität des Mentalen und Expressiven. Aktivieren Menschen ihr spirituelles Reaktionszentrum, wird ihr Geist neutral und rein. Das heißt, dass er sich vorübergehend von seinen Beschränkungen, Erfahrungen und Erinnerungen löst. Er wird durch Energien und Einflüsse von außerhalb zugänglich. Die Inspirationen bringen Ideen, Bilder und Visionen hervor. Menschen im Minuspol telepathisch übermitteln mentale Informationen aus Quellen der menschlichen Erfahrungswelt. Diese beziehen sie nur auf die mitmenschlichen Bereiche und die Physis. Dieser Minuspol ist gepaart mit Ängsten, Zweifeln und Anspannung. Er kann Machtausübung, Manipulation und Beeinflussung anderer bewirken. Menschen im Pluspol inspiriert öffnen ihren Geist bedingungslos, sind frei von Gedankenkonstrukten und Zielrichtungen und lösen mentale Grenzen für Visionen auf. Das sechste Reaktionszentrum heißt ekstatisch und entspricht der Energiezahl 6 und dem Kronenchakra. Es bindet sich an den Körper über die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse gewährleistet die Anbindung der Seele an Körper, physische Dimensionen und Transzendenz. Die Anbindung ist eine Energiespirale, ein dichter Energiewirbel. Das ekstatische Reaktionszentrum beinhaltet die entgrenzte Qualität des Sensitiven und Emotionalen. Durch die Öffnung des Kronenchakras wird man empfänglich für Empfindungen, die außerhalb des eigenen Selbst liegen, also für Empfindungen aus nicht-körperlichen Instanzen. Die Voraussetzung für die Öffnung ist die Befreiung von allen Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen und Schmerzen. Empfindungen sind im Gegensatz zu Gefühlen frei von Erinnerungen und beruhen auf der Wahrnehmung des jetzigen Moments. Menschen im Minuspol sensitiv besitzen eine umfassende Sensitivität für mystische Bereiche. Beispielsweise können sie die Verbindungen zwischen Menschen und anderen Menschen, Natur und Kosmos erspüren.
Sie haben Angst davor, sich nicht abgrenzen zu können. Die Empfindsamkeit wird als qualvoll empfunden. Im Pluspol mystisch erleben Sie einen Zustand der unkontrollierten und entgrenzten Empfindungsbereitschaft, der grundlosen Freude am jetzigen Sein, der ungeheuren inneren Bewegtheit, der Aufhebung aller Grenzen, der universellen Liebe und des Einsseins. Das motorische Reaktionszentrum befindet sich am Solarplexus-Chakra. Es ist der Energiezahl 7 und der Bauchspeicheldrüse zugeordnet. Menschen mit motorischer Zentrierung reagieren mit Bewegungen auf plötzliche Geschehnisse. Sie müssen nicht unbedingt körperliche Bewegungen machen. Es gibt viele Formen der Beweglichkeit: emotionale und mentale Erregungen, körperliche und gedankliche Flexibilität, häufiger Wechsel des Umfeldes, der Wohnung und des Bekanntenkreises. Im Minuspol hektisch quälen sie sich und andere mit übermäßiger Betriebsamkeit. Sie wollen alles gleichzeitig und überall erledigen. Im Pluspol unermüdlich steuern sie mit starker Dynamik ein Ziel an. Sie können bei einem Vorhaben so lange verweilen, bis eine natürliche Ruhephase einsetzt. Welches Reaktionszentrum hast du? Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Falls du deine Reaktionszentren noch nicht kennst, möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du sie reflektieren und finden kannst. Schau dir die Videos zu den einzelnen Reaktionszentren an und frage dich, mit welchen du in Resonanz gehst. Du kannst deine Reaktionszentren auch durch Reflexion deiner Körperreaktionen erkennen. Stelle dir folgende Fragen: Welches Chakra wird am schnellsten und häufigsten bei dir angeregt? Aus welcher Dimension reagierst du am schnellsten? Welche Körperregionen und Zonen sind bei dir am empfindsamsten? Wo werden Schmerzen und Verspannungen am schmerzhaftesten? Beobachte und reflektiere deine Reaktionen im Alltag. Wenn du Geschehnisse gedanklich schnell einordnen kannst, spricht das für das intellektuelle Reaktionszentrum. Findest du dagegen oft keine Worte, spricht das eher gegen das intellektuelle Reaktionszentrum. Wenn du Situationen schnell erfühlen kannst, ist das ein Indikator für das emotionale Reaktionszentrum. Wenn du dich bei aufregenden Ereignissen innerlich und äußerlich bewegst, spricht das für das motorische Reaktionszentrum. Wenn du bei erotischen Betätigungen und Fantasien häufig kreative Einfälle bekommst, kann das ein Indikator für das sexuelle Reaktionszentrum sein. Befrage auch gerne mal deine Mitmenschen, wie sie dich empfinden. Finde auf diese Weise deine beiden potenziellen Reaktionszentren. Im Anschluss frage dich, welches Reaktionszentrum stärker und früher reagiert. Das könnte dann deine Zentrierung sein und das andere deine Orientierung. Bei der Suche nach deinen Reaktionszentren ist meiner Meinung nach noch eines wichtig. Betonen deine seelischen Archetypen eine Energie sehr stark, kann es zu einer vermehrten Aktivierung desjenigen Reaktionszentrums kommen, das dieser Energie zugeordnet ist. Ist beispielsweise deine Seelenrolle Künstler, deine Mentalität Skeptiker und deine Nebenangst Selbstsabotage, betont das die Energie 2 und das intellektuelle Reaktionszentrum. Auch wenn du selbst kein intellektuelles Reaktionszentrum hast. Als nächstes möchte ich noch etwas über den Nutzen des Wissens über die Reaktionszentren sagen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass ich gelernt habe, mit meiner emotionalen Zentrierung besser umzugehen. Durch die Auseinandersetzung mit den Reaktionszentren kannst du eine größere Toleranz für dein Verhalten und deine Probleme an den Tag legen. Es ist beispielsweise überhaupt nicht schlimm, wenn du in Situationen Probleme hast, die richtigen Worte zu finden und dich auszudrücken. Du bist weder mit deinem Körper noch mit deinen Reaktionen identisch. Du bist mehr als das. Es ist für dich hilfreich, dir keine Vorwürfe dafür zu machen, auf eine bestimmte Art und Weise reagiert zu haben. Du kannst nicht nur für dich selbst eine größere Toleranz zeigen, sondern auch für die Handlungen und Probleme anderer Menschen. Ich beobachte des Öfteren in der Gesellschaft, dass sich Menschen mit verschiedenen Reaktionsmustern untereinander nicht respektieren. Zwei Beispiele dazu. Die emotional Zentrierten beschweren sich darüber, dass andere gefühlskalt sind. Intellektuell Zentrierte neigen dazu, andere als naiv und irrational zu bezeichnen.
Die unterschiedlichen Reaktionszentren führen leider häufig zu Missverständnissen. Die Reflexion des Minuspols deines Reaktionszentrums kann hilfreich und heilsam sein. Bist du im Minuspol deines motorischen Reaktionszentrums, tendierst du zu hektischer Betriebsamkeit und willst alles gleichzeitig erledigen. Durch Reflexion dessen kannst du zur Ruhe kommen und in deinen Pluspol gelangen. Mit Hilfe des Wissens um die Reaktionszentren kannst du auch deine Mitmenschen in ihrer seelischen Entwicklung unterstützen. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Reaktionsmuster du hast oder zu haben glaubst. Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit deinen Reaktionszentren oder auch anderen Reaktionszentren gesammelt? Und wie fandest du das Video? Was könnte ich besser machen und was könnte ich noch mal näher erläutern? Für mehr Informationen zu den Reaktionszentren empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Und zur Erkundung deiner Reaktionszentren das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Reaktionszentren und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.